Okay, Tom, kannst loslegen. Das ist Tom, mein bester Freund. Immer am Skaten, voller Energie. Weil er anonym bleiben möchte, zeigen wir sein Gesicht nicht. Das sind wir auf unserer letzten gemeinsamen Reise vor 3 Jahren. Er rechts mit dem blauen Board, ich links daneben. Als wir zurückkehren, wird Tom krank. Anfangs dachten alle, es sei vorübergehend. Doch er konnte immer weniger tun, lag fast nur noch im Bett und konnte kaum sprechen. Das ist das Haus von Toms Eltern. Seit unserer Rückkehr konnte er es kaum noch verlassen. Seither habe ich ihn nicht mehr gesehen. Selbst ein kurzer Besuch war zu viel. Mein Name ist Jonas und mein bester Freund ist durch eine Krankheit aus meinem Leben verschwunden. Tom ist an ME/CFS erkrankt, einer schweren chronischen Erkrankung, die seinen Körper so stark einschränkt, dass er fast nur noch im Bett liegen kann. Sein einziger Kontakt zur Außenwelt sind seine Eltern, die sich rund um die Uhr um ihn kümmern müssen. Wir wissen nicht, wie lange es noch dauert, bis er wieder gesund wird. Oder ob überhaupt. Seit der Corona-Pandemie erkranken immer mehr Menschen an myalgische Enzephalomyelitis, auch chronisches Fatigue-Syndrom genannt, kurz ME/CFS. Rund 500.000 allein in Deutschland. Weltweit könnten es über 40 Millionen sein. Viele können ihr Zuhause nicht mehr verlassen, sind bettlägerig und vom Alltag vollständig abgeschnitten. Trotz der hohen Fallzahlen ist über die Krankheit immer noch sehr wenig bekannt. Es fehlen Versorgungssysteme und wirksame Therapien für die Betroffenen. Wie kann das sein, dass trotz Millionen Betroffener so wenig für sie getan wird? Telefonieren oder schreiben kann Tom nicht mehr. Das Einzige, was ich momentan noch machen kann, ist Briefe oder Postkarten schreiben. Einmal die Woche, um zu zeigen, dass ich für ihn da bin. Aber manchmal geht es ihm so schlecht, dass er selbst die nicht lesen kann. Seit der Rückkehr von unserer Reise hat sich Toms Gesundheitszustand stetig verschlechtert. Nach einer ersten Corona-Infektion entwickelte er grippeähnliche Symptome, die sich trotz Schwankungen monatelang nicht besserten. Nach einer erneuten Infektion stürzte sein Gesundheitszustand schließlich stark ab. Er lag dann nur noch im Bett und kam so gut wie gar nicht mehr aus dem Bett raus. Das heißt, diese Erschöpfungszustände nahmen zu. Ja, es waren körperliche Schmerzsymptome aufgetreten dann. Der Schlaf war komplett dahin gewesen. Ja, und das ging so weit, dass Tom sogar das Reden einstellte, weil Reden so anstrengend war, dass er nicht die energetische Kapazität hatte, um zu reden. Und das ging fast ein Dreivierteljahr, wo wir mit Handzeichen uns verständigt hatten. Ja? Und wir konnten noch nicht mal fragen, wie geht's dir? Das war zu viel. Mittlerweile kann er wieder wenige Minuten am Stück sprechen. Aber er verbringt weiterhin fast den ganzen Tag im Liegen. Toms Ärzte kannten sich mit ME/CFS nicht aus und wussten nicht, wie sie weiterhelfen sollen. Alles in allem muss ich sagen, fühle ich mich wie in einem Medical Desert. Das ist tatsächlich so, dass wir den Eindruck hatten, jeder probiert nur aus. Ja, wir könnten ja mal das noch probieren oder jenes probieren. Und derjenige, der es dann am Ende ausgebadet hat, weil es doch in die Hose ging, das war dann Tom, der dann gecrashed ist, weil irgendwas wieder schief gelaufen ist. Und er mittlerweile auch das Vertrauen so in die Medizin hier verloren hat, weil ihm das eigentlich immer nur weiter abwärts geführt hat, bis er dann letzten Endes halt wirklich bettlägerisch war. Schon kleine körperliche oder geistige Anstrengungen können Toms Zustand stark verschlechtern, auch Crash genannt. Selbst unsere Stimmen aus dem Garten können dafür ausreichen. Deshalb trägt er meistens Ohrstöpsel und Kopfhörer, um sich zu schützen. Wie sieht dann euer... Wir müssen kurz rein, er hat geklopft. Die Wir müssen Pause machen.
Und doch ist unser Gespräch im Garten zu laut. Wir unterbrechen, um zu vermeiden, dass es ihm schlechter geht. Einblicke in das Leben mit schwerem ME/CFS sind selten, eben weil sie zu anstrengend sind. Trotzdem versuchen manche von ihnen, auf ihre Situation irgendwie aufmerksam zu machen. Zum Beispiel über Social Media. Anil van der Zee lebt seit 18 Jahren mit ME/CFS. Wie Millionen andere, isoliert und im abgedunkelten Zuhause. Seit es ihm etwas besser geht, dokumentiert er seinen Alltag und stellt die Video's op YouTube. Ernstig ME betekent voor mij dat ik gewoon heel weinig kan. Dat ik me altijd ziek voel, een soort griepachtig gevoel. Alsof je een flinke kater erbij hebt en lang niet hebt geslapen. Mijn lichaam voelt zich een soort van vergiftigd. Alsof of ik helemaal verzuurd ben, zoals je dat tijdens bergen op fietsen ervaart. Of in mijn geval een zwaar balletstuk heb gedanst. Vor seiner Erkrankung war Anil Balletttänzer. 2007 erkrankte er nach einer Virusinfektion an ME/CFS. Falsche Therapien, wiederholte Infektionen und eine Wohnsituation mit lauten Nachbarn führten über Jahre zu einer drastischen Verschlechterung seines Zustandes. De inspanningen die mij al ziek kunnen maken, is het verwerken van licht en geluid. Ik leef daardoor ook altijd in een verdonkerde woning en ik draag altijd oordoppen. Ja, als het heel veel lawaai is, dan gaat deze nog overheen. En bij te veel licht, deze nog. Dus het is lichtelijk claustrofobisch. Maar goed. Stukjes lezen of schrijven kunnen ook problematisch zijn. En praten is ook zwaar. Want het lucht uit mijn longen duwen, dat bij een paar zinnen, dat kon mij al flink laten crashen. Dat gaat nu wat beter, maar ik moet nu ook wel echt pauzes tussendoor nemen. Om daar niet flink ziek van te worden. Dus ik ga nu ook even pauze weer nemen. Ik merk nu al dat het te zwaar wordt anders. Mittlerweile konnte er in eine ruhigere Wohnung ziehen. Und sein Zustand heute ist etwas stabiler. Er kann zum Beispiel wieder etwas frische Luft riechen. Oder Sonne auf der Haut fühlen. Vor ein paar Jahren wäre das undenkbar gewesen. Aber er kann immer noch nicht die Wohnung verlassen und ist auf einen elektrischen Rollstuhl angewiesen. Jammer genoeg is daar vaak gewoon helemaal geen medische begeleiding. Omdat men niet weet wat ze moeten doen, het niet geloven. Ik zelf bijvoorbeeld heb al 10 jaar geen behandelend arts in levende lijve gezien. Nur wenige Ärzte kennen ME/CFS überhaupt. Das führt zu Fehldiagnosen und falschen Empfehlungen mit oft schweren Folgen. Anils und Toms Zustand verschlechterten sich zum Beispiel drastisch, als ihnen von Ärzten zu mehr Bewegung geraten wurde. Spezialisten für die Krankheit sind selten und sie zu finden ist schwer. Betroffene warten oft monatelang auf einen Termin. Die Uniklinik Freiburg ist einer der wenigen Anlaufstellen für ME/CFS-Betroffene. Was wissen wir überhaupt über diese Krankheit? Das fragen wir Fachärztin Dr. Karin Storm von Skravesande. Ursache ist momentan unbekannt. Wir wissen, dass in 80% der Fälle eine Infektion vorangeht.
Und das können Viren sein, zum Beispiel jetzt dieses SARS-CoV-2-Virus, die Grippeviren, aber auch andere Viren, die einen Prozess starten, der zu dem Krankheitsbild ME/CFS führt. Wir haben bis jetzt noch keinen Biomarker, der uns ganz klar sagen kann, das ist eine ME/CFS. Wir können nur die Diagnose als Ausschlussdiagnose stellen und nicht anhand eines Markers. Und es ist ja so, dass ME/CFS keine neue Krankheit ist, seit über 50 Jahren von der WHO anerkannt. Wie kann es dann sein, dass es immer noch von so vielen Menschen, aber auch von vielen Ärzten unbekannt ist? Es fängt schon mal damit an, dass es auch im Rahmen des Studiums gar nicht erwähnt wurde oder gar nicht existierte. Die Erkrankung wurde lange stigmatisiert und als psychosomatisch eingeschätzt und es gab einfach keine Forschungsgelder für die Erkrankung. Seit 3 Jahren läuft hier ein Modellprojekt für die Forschung und Versorgung. Bislang jedoch nur für Kinder und Jugendliche. Es ist Teil eines bundesweiten Netzwerks mit 20 Behandlungszentren, das derzeit aufgebaut wird. Das Problem ist die Versorgung der Erwachsenen. Und ich glaube, dass dieses Netzwerk, das wir bei den Kindern und Jugendlichen aufbauen, dringend auch für die Erwachsenen aufgebaut werden müssen, da viel mehr Erwachsene erkrankt sind und auch betreut werden müssen. Für Erwachsene gibt es nur sehr wenige spezialisierte ME/CFS-Ambulanzen. Ein bundesweiter Überblick fehlt. Betroffene sind oft auf Selbsthilfegruppen angewiesen. Am internationalen ME/CFS Awareness Day versammeln sich Angehörige der Erkrankten an vielen Orten Deutschlands. Hier auf dem Stuttgarter Marktplatz. Auch sie sind betroffen. Sie erleben jeden Tag, wie ihre Liebsten leiden und übernehmen selbst die Pflege, meist ohne Unterstützung, und stoßen dabei oft an ihre Grenzen. Ich bin da, weil mein Sohn seit 15 Monaten in Ludwigsburg im Bett liegt. Ich bin Ärztin, ich kannte die Diagnose ME/CFS letztlich nicht ausreichend. Wir haben das nicht im Studium gelernt, damit haben wir es zu spät entdeckt. Ja, ich bin hier wegen meinen beiden Enkel, 9 und 14 Jahre alt, die seit diesem Jahr überhaupt nicht mehr in die Schule gehen können, letztes Jahr noch teilweise eingeschränkt, jetzt überhaupt nicht mehr in die Schule gehen können, sind 7 Tage die Woche, 24 Stunden zu Hause, haben keinen Sozialkontakt, haben keine Bildung. Das sind kleine Kinder. Eigentlich die schönste Zeit, wo man spielen könnte, mit Freunden was machen könnte, wo sie die Entwicklung, alles geht kaputt oder ist kaputt. Die liegen nicht nur zu Hause, die haben Schmerzen und die haben Schlafstörungen. Genau, also unsere Tochter schläft ausschließlich am Tag und ist nachts dann wach. Ich koche um 2 Uhr nachts Mittagessen, damit irgendjemand überhaupt mal Essen ihr geben kann. Ich bin nachts lange Zeit wach, ich muss am nächsten Tag trotzdem natürlich arbeiten gehen und sie ist völlig verzweifelt, sie versucht es umzudrehen, aber es klappt nicht. Sie möchte das schaffen natürlich, aber es gelingt ihr einfach nicht. Und das bringt natürlich das ganze Familienleben durcheinander. Ja. Ich habe noch weitere Kinder, die müssen leise sein. Ja. Wir schleichen durchs Haus, weil natürlich muss sie ja irgendwann schlafen. Und ich denke immer, wann wacht sie wieder auf? Manchmal hat sie plötzlich 24 Stunden geschlafen, dann war sie 48 Stunden wach und dann denkt man sich, ist sie jetzt gestorben heute Nacht? Genau. Also meine hat Schmerzen, veratmet dann die Schmerzen, veratmet die Übelkeit von den Schmerzen. Schläft dann wieder ein, nach 2 Stunden das gleiche Spiel wieder und ihre Nacht geht von 23 Uhr abends bis 16 Uhr nachmittags. Und hat seit 2012 bis heute, also 13 Jahre, 24 Stunden Schmerzen im ganzen Körper. Weil man hofft, dass einfach andere Kinder und andere Erwachsene früher entdeckt werden, als es bei uns der Fall war. Mein Sohn ist Ludwigsburger, ja? Der war beim MTV, der hat Tennis gespielt, der ist jeden Tag mit dem Fahrrad zur Schule. Und jetzt im Moment ist es eigentlich so, er liegt zu Hause, er geht 2-mal am Tag zum Klo. Er geht einmal am Tag vielleicht 1 Stockwerk runter und isst bei uns, aber er hat eigentlich alles verloren. Ja? Und ich fahre morgens zur Arbeit,
Ich weiß nicht, wie oft ich heulend im Auto saß, wenn ich auf der B27 stehe und morgens einfach diese Horden von Kindern auf dem Fahrrad fahren. Demonstrationen wie diese schaffen Sichtbarkeit. Doch viele sind zu krank und ihre Angehörigen zu sehr belastet, um selbst dabei zu sein. Die Corona-Pandemie hat die Lage deutlich verschärft, aber auch den Handlungsdruck erhöht. Die Bundesregierung erklärt, Forschung und Versorgung für ME/CFS ausbauen zu wollen und fördert erste Projekte. In den nächsten 10 Jahren sollen 500 Millionen Euro in die Erforschung postinfektiöser Erkrankungen fließen, darunter auch ME/CFS. Ein wichtiges Signal, das vielen Betroffenen neue Hoffnung gibt. Doch bis sich die Versorgung spürbar verbessert, sind viele weiterhin auf sich alleine gestellt. Ich frage mich, wie lange es noch dauern wird, bis Tom und ich wieder etwas unternehmen können. Oder ist diese Zeit vorbei? Ja, also es ist so, dass das natürlich sehr schwierig ist, in der momentanen Situation immer optimistisch zu bleiben und positiv zu bleiben. Aber wir haben festgestellt, dass es halt sowohl uns als auch Tom extrem gut tut, wenn wir uns bemühen, optimistisch zu bleiben, optimistisch in die Zukunft zu blicken, die Hoffnung nicht zu verlieren und vor allem, wann immer wir mit Tom Kontakt haben, uns bemühen, ein fröhliches Gesicht zu machen, damit er halt auch ermutigt wird und die Hoffnung nicht verliert, was in seiner Situation manchmal unglaublich schwierig ist. Ja, und das kostet manchmal sehr viel Kraft. Tom nimmt inzwischen an einem Programm teil, das von Menschen begleitet wird, die selbst ME/CFS durchlebt und Wege zur Besserung gefunden haben. Dadurch lernt er mit der Krankheit umzugehen. Und es gibt ihm Hoffnung. Für viele ist Hoffnung derzeit das Einzige, was sie trägt. So wie Tom kämpfen Millionen Betroffene Tag für Tag im Stillen. Viele schon jahrzehntelang. Und immer noch müssen sie darum ringen, ernst genommen zu werden. Es braucht dringend mehr Anerkennung, Forschung und Versorgungsstrukturen, damit diese Menschen nicht mehr fehlen.